there was 6 months delay before this denunciation. During this period, I think both parts are going to seek to find some ground of understanding. Sie war das goldene Mädchen Hollywoods, die Oscar-prämierte Schauspielerin, die alles aufgab, um eine echte Prinzessin zu werden. Aber hinter dem Märchen steckte eine viel kompliziertere Realität. Und kurz vor seinem Tod flüsterte Fürst Rainier von Monaco eine Wahrheit, die selbst diejenigen schockierte, die ihm am nächsten standen. Eine Wahrheit über Grace Kelly, die jahrzehntelang verschüttet war. Seien Sie ehrlich, glauben Sie, dass das Leben von Grace Kelly wirklich ein Märchen war, einsam? Oder glauben Sie, dass sie mehr geopfert hat, als die Welt je erfahren hat, 0? Schreiben Sie Ihre Antwort in die Kommentare, bevor wir die Wahrheit enthüllen. Die Welt sah Königshäuser und Romantik, aber ihr Privatleben erzählte eine ganz andere Geschichte. Der Tag, an dem sich alles änderte, Grace Kellys letzte Fahrt. Der 13. September 1982 begann wie jeder andere Spätsommertag in Monaco. Sonnig und angenehm, aber er endete als eines der tragischsten Daten in der Geschichte des Fürstentums. Die Ereignisse dieses schicksalhaften Tages sollten den Kurs der monegassischen Königsfamilie für immer verändern und Fürst Rainier für den Rest seines Lebens zu einem veränderten Menschen machen. Die Morgendämmerung brach über dem Mittelmeer an, als sich Fürstin Grace und ihre Tochter, Fürstin Stephanie, auf eine eigentlich routinemäßige Fahrt von ihrem Landsitz Rock Angel nach Monaco vorbereiteten. Der Tag schien gewöhnlich zu sein. Fürstin Grace hatte geplant, in den Palast zurückzukehren, um königliche Pflichten zu erfüllen und Vorbereitungen für ein bevorstehendes Ereignis zu treffen. Gegen 9:30 Uhr morgens verließ das Königspaar das Anwesen in den Bergen. Grace schien an diesem Morgen gut gelaunt zu sein, so die Palastmitarbeiter, die mit ihr zu tun hatten. Die Wetterbedingungen waren günstig, klarer Himmel und ausgezeichnete Sicht auf der kurvenreichen Straße, die ihren Landsitz mit Monaco verband. Niemand konnte vorhersehen, dass die Fürstin nicht mehr in den Palast zurückkehren würde, den sie seit über 25 Jahren ihr Zuhause nennt. Die Route, die sie nahmen, war die berühmt-berüchtigte Bergstraße D37 mit ihren steilen Gefällen und Haarnadelkurven, die eine sorgfältige Navigation erforderten. Diese Straße, die Grace schon unzählige Male befahren hatte, wies eine besonders gefährliche Kurve auf, die in der Gegend als Teufelskurve bekannt war, genau die Stelle, an der die Tragödie ihren Lauf nahm. Entgegen dem üblichen Protokoll zog es Fürstin Grace an diesem Morgen vor, selbst zu fahren, anstatt den königlichen Chauffeur in Anspruch zu nehmen. Diese Entscheidung war in den Jahrzehnten nach dem Unfall Gegenstand vieler Spekulationen. Die königliche Familie beschäftigte in der Regel Fahrer für offizielle Reisen, aber Grace zog es gelegentlich vor, selbst zu fahren, insbesondere bei kurzen, vertrauten Fahrten. Ein zwingender Grund für Graces Entscheidung, mit dem Auto zu fahren, war ihr Wunsch nach Privatsphäre, anders als bei offiziellen Staatsanlässen, bei denen das Protokoll eine offizielle Beförderung vorschreibt. War diese Reise ein eher persönlicher Mutter-Tochter-Ausflug. Außerdem war es der Prinzessin immer wichtig gewesen, trotz ihres königlichen Status ein gewisses Maß an Normalität zu bewahren. Aus Palastkreisen erfuhr man später, dass der reguläre Fahrer der Familie an diesem Morgen mit anderen Aufgaben beschäftigt gewesen war. Anstatt auf einen Ersatz zu warten, beschloss die Prinzessin, die für ihre praktische und zupackende Lebensweise bekannt ist, einfach selbst das Steuer zu übernehmen. Diese Entscheidung, die zu diesem Zeitpunkt scheinbar unbedeutend war, sollte verheerende Folgen haben. Der metallic-grüne Rover 3500, für den sie sich entschied, war relativ neu in der königlichen Flotte, aber ein Modell, das Grace bereits zuvor gefahren hatte. Spätere Untersuchungen ergaben, dass das Fahrzeug in einwandfreiem Zustand war, was die anfänglichen Gerüchte über ein mechanisches Versagen als Ursache des Unfalls widerlegte. Prinzessin Stephanie,
Damals gerade 17 Jahre alt, begleitete ihre Mutter an diesem Morgen aus praktischen und persönlichen Gründen. Die junge Prinzessin hatte vor, bald nach Paris zurückzukehren, wo sie ein Modestudium absolvierte und musste einige Habseligkeiten aus dem Palast holen. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter wurde von engen Vertrauten der Familie manchmal als kompliziert beschrieben. Stephanie, das jüngste der 3 königlichen Kinder, teilte den unabhängigen Geist und die Entschlossenheit ihrer Mutter. Die gemeinsamen Fahrten boten eine seltene Gelegenheit für ungestörte Gespräche abseits der Formalitäten des Palastlebens. Kurz vor der Reise hatte Stephanie Zeit auf Rock Argyll, dem Landsitz der Familie, verbracht. Das in den Hügeln oberhalb von Monaco gelegene Anwesen war für die Prinzessin und ihre Familie immer ein Zufluchtsort gewesen, ein Ort, an dem sie vorübergehend der ständigen öffentlichen Aufmerksamkeit entgehen konnten, die das königliche Leben mit sich brachte. Augenzeugen berichteten, sie hätten die beiden beim Verlassen des Landsitzes in ein angeregtes Gespräch verwickelt gesehen. Die geplante Fahrt über die kurvenreiche Bergstraße, die den Landsitz mit Monaco verband, hätte etwa 30 Minuten dauern sollen. Niemand konnte vorhersehen, dass der Rover bei der Annäherung an die verhängnisvolle Kurve auf der D37 die Kontrolle verlieren würde und das Fahrzeug über 100 Fuß in die Tiefe stürzen würde. Der Unfall sollte die Geschichte Monacos unmittelbar verändern. Prinzessin Stephanie mit körperlichen und seelischen Narben zurücklassen und schließlich das Leben von Prinzessin Grace fordern, der amerikanischen Schauspielerin, die Monacos beliebteste Königin geworden war. Fürst Rainier gestand später engen Vertrauten, dass das Wissen, dass seine jüngste Tochter in diesen schrecklichen Momenten anwesend war, ihn in den folgenden Jahren tief verfolgte. Die Tatsache, dass beide Frauen, die er liebte, in ein solch traumatisches Ereignis verwickelt waren, verstärkte seinen Kummer ins Unermessliche. Die Nachwehen, Verwirrung, Gerüchte und Schweigen. In den Stunden nach dem Absturz wurde Monaco von einem Nebel aus widersprüchlichen Informationen eingehüllt, der jahrzehntelang für Verwirrung sorgte. Die Kommunikationsstrategie des Palastes schien mehr darauf ausgerichtet zu sein, die Geschichte zu kontrollieren, als genaue medizinische Informationen zu liefern, was zu weit verbreiteten Spekulationen und anhaltenden Fragen führte. Die Verwirrung begann unmittelbar nach dem Unfall, als der Palast eine Reihe von irreführenden Erklärungen über den Zustand von Prinzessin Grace veröffentlichte. Zunächst hieß es in offiziellen Verlautbarungen, ihre Verletzungen beschränkten sich auf einen gebrochenen Oberschenkel, ein gebrochenes Schlüsselbein und gebrochene Rippen, und es gab keinen Hinweis darauf, dass ihr Leben in Gefahr sei. Sogar Graces Bruder John Kelly erklärte gegenüber Reportern in Philadelphia, man hat mich in dem Glauben gelassen, sie sei außer Lebensgefahr. Die Realität im Krankenhaus sah jedoch anders aus. Die Prinzessin hatte das Bewusstsein verloren und es nie wieder erlangt. Während der Palast weiterhin beruhigende Meldungen herausgab, verschlechterte sich Graces tatsächlicher Zustand rapide. In einer Mitteilung der monegassischen Regierung hieß es vage, ihr Gesundheitszustand habe sich im Laufe der Nacht verschlechtert, bevor schließlich zugegeben wurde, dass am Ende des Tages alle therapeutischen Möglichkeiten überschritten waren. Die beteiligten Mediziner äußerten ihre Frustration über diese Mitteilungen. Dr. Jean Duplay, ein Neurochirurg, stellte klar, dass es sich bei den Mitteilungen um administrative Mitteilungen handelte, nicht um medizinische Bulletins. Während Dr. Jean Chatelain, Chirurg am Krankenhaus von Monaco, nannte sie unverblümt Müll. Diese Diskrepanz zwischen der medizinischen Realität und den offiziellen Erklärungen nährte den Verdacht, dass etwas verheimlicht wurde. Das vielleicht hartnäckigste Gerücht betraf die Frage, wer tatsächlich hinter dem Steuer saß. Fragen kamen sofort auf. Als Sesto Lequio, die erste Person am Unfallort, berichtete, er habe Prinzessin Stephanie aus der Fahrertür gezogen. Diese einzige Beobachtung löste Spekulationen aus, dass die 17-jährige Prinzessin, die illegal gefahren wäre, das Fahrzeug gesteuert haben könnte.
Die französische Nachrichtenagentur untermauerte diese Theorie durch ein Interview mit L'Equipe, der behauptete, er habe die junge Frau durch die linke Vordertür aus dem Wrack gezogen. In der Zwischenzeit behauptete die französische Polizei, dass sie an der Hypothese arbeitet, dass Prinzessin Grace das Auto gefahren hat. Ein Untersuchungsrichter räumte schließlich ein, dass es aufgrund des Zustands des Wagens unmöglich sein könnte, unabhängig zu bestimmen, wer gefahren ist. Prinzessin Stephanie hat diese Anschuldigungen stets bestritten. »Ich bin nicht gefahren, das ist klar«, sagte sie 2002 gegenüber Paris Match. »Ich wurde im Auto herumgeschleudert wie meine Mutter, die auf den Rücksitz katapultiert wurde. Die Beifahrertür war völlig zertrümmert. Ich bin auf der einzigen zugänglichen Seite, der Fahrerseite, ausgestiegen.« Die Vorgehensweise des Palastes beim Informationsmanagement ging über die Fahrerfrage hinaus. In offiziellen Erklärungen zu Prinzessin Stephanies Verletzungen wurde auch deren Schwere heruntergespielt. Bis spät am Tag nach dem Unfall hatte sie offiziell nur leichte Prellungen erlitten. In Wirklichkeit hatte sie laut dem französischen Staatsradio Verletzungen der Halswirbelsäule und war in eine Halskrause gelegt worden. Die Beamten von Monaco behinderten zudem die Ermittlungen selbst. Das französische Staatsradio berichtete, dass die monegassische Regierung die Arbeit der französischen Ermittler nicht erleichtert hat. Der zerstörte Rover wurde von der monegassischen Polizei und Feuerwehr schnell vom Unfallort entfernt und nach Monte Carlo gebracht. Als die Pressestelle des Palastes zu diesen Ungereimtheiten befragt wurde, wies sie alle Hinweise auf problematische Vorgänge als schändlich und lächerlich zurück. Dieses Muster der kontrollierten Kommunikation setzte sich während der gesamten Zeit danach fort und schuf ein Informationsvakuum, das durch Gerüchte eilig gefüllt wurde. Fürst Rainier war zutiefst verärgert über die anhaltenden Spekulationen, insbesondere darüber, wer am Steuer saß, Jahre nach der Tragödie. Um 1989 beklagte er, wenn sie immer wieder die Geschichte aufwärmen, dass Stephanie am Steuer saß und sie wissen, dass das nicht stimmt. Wenn sie wissen, dass es bewiesen ist, dass sie nicht am Steuer saß, dann schmerzt das uns alle. Die Kommunikationsstrategie des Palastes, die darauf abzielte, eine verheerende Situation zu bewältigen, schuf stattdessen dauerhafte Geheimnisse, die die Familie Grimaldi über Jahrzehnte hinweg verfolgen sollten. Die unmittelbare Reaktion von Fürst Rainier auf den Absturz. Als das Palasttelefon mit der Nachricht von dem Unfall klingelte, brach die Welt von Fürst Rainier Drey augenblicklich zusammen. Der Fürst, der sich um die Staatsgeschäfte gekümmert hatte, verließ sofort seine Pflichten und eilte zum Krankenhaus von Monaco, wo sowohl seine Frau als auch seine jüngste Tochter eingeliefert worden waren. Als Fürst Rainier im Krankenhaus ankam, war sein sonst so gelassenes Auftreten völlig verschwunden. Palastmitarbeiter beschrieben ihn als aschfahl und sichtlich zitternd, als er durch die Gänge eilte. Das medizinische Personal erinnerte sich später daran, wie der Fürst gleichzeitig autoritär und verletzlich wirkte. Er verlangte sofortige Informationen, während er offensichtlich damit kämpfte, den Ernst der Lage zu verarbeiten. Der Prinz untersuchte zunächst Prinzessin Stephanie, deren Verletzungen zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich waren. Dennoch war es ein großer Schock, seine jüngste Tochter in einer Halskrause und mit Beruhigungsmitteln zu sehen. Doch es war der Zustand von Prinzessin Grace, der ihn wirklich erschüttern würde. Die Ärzte teilten Fürst Rainier mit, dass Grace katastrophale Hirnverletzungen erlitten hatte. Erste CT-Scans zeigten ausgedehnte Hirnblutungen, die wenig Raum für Optimismus ließen. In der ersten Nacht weigerte sich Rainier, das Krankenhaus zu verlassen. Er hielt abwechselnd Wache am Bett von Grace und beriet sich mit Spezialisten über mögliche Behandlungen. Eine Krankenschwester berichtet, er fragte immer wieder, ob man irgendetwas tun könne, egal was. Die Hilflosigkeit schien ihn zu quälen. Am nächsten Morgen überbrachte das Ärzteteam Fürst Rainier die gefürchtete Nachricht. Fürstin Grace hatte eine zweite, schwere Hirnblutung erlitten. Mehrere Spezialisten bestätigten,
dass die Hirntätigkeit fast vollständig zum Erliegen gekommen war. Der Fürst stand nun vor der vielleicht schwersten Entscheidung seines Lebens. Mehrere Stunden lang beriet sich Rainier mit dem Ärzteteam, dann mit seinen Kindern, Caroline und Albert, waren nach Bekanntwerden des Unfalls nach Monaco zurückgeeilt. Die Familie versammelte sich in einem privaten Raum, wo die Ärzte erklärten, dass es keine Hoffnung auf Besserung gebe. Die lebenserhaltenden Geräte würden das Unvermeidliche nur hinauszögern. Es war der Prinz, der letztendlich die Entscheidung traf, verriet ein Krankenhausverwalter später. Er bat alle anderen, den Raum zu verlassen, saß fast eine halbe Stunde lang allein und kam dann heraus, um seine Zustimmung zu geben. Am 14. September 1980, etwa 29 Stunden nach dem Unfall, wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Und Fürstin Grace von Monaco wurde im Alter von 52 Jahren offiziell für tot erklärt. Fürst Rainier hatte die Papiere selbst unterschrieben. Seine sonst so akribische Unterschrift war kaum noch lesbar. Das ruhige, stoische Staatsoberhaupt von Monaco brach nach der Verkündung des Todes schließlich völlig zusammen. Palastbedienstete, die Rainier seit Jahrzehnten kannten, waren schockiert von seinem rohen Gefühlsausbruch. Ein Mitarbeiter bemerkte, es war, als ob ein Teil von ihm zusammen mit ihr gestorben wäre. In einer seltenen Verletzung des königlichen Protokolls wurde Rainier im Krankenhauskorridor offen schluchzend gesehen, unfähig, die von einem Souverän erwartete öffentliche Gelassenheit zu bewahren. Als er von seinem persönlichen Assistenten angesprochen wurde, soll er geflüstert haben, »Wie soll ich ohne Sie weitermachen?« Worte, die sich für die restlichen 23 Jahre seines Lebens als prophetisch erweisen sollten. Der Fürst bestand darauf, mit dem Leichnam von Prinzessin Grace allein zu sein, um sich ein letztes Mal von ihr zu verabschieden. Fast eine Stunde lang blieb er im Krankenhauszimmer, kam mit geröteten Augen heraus und benötigte körperliche Unterstützung durch seinen Sohn Prinz Albert. Unmittelbar nach dem Unglück traf Rainier die außergewöhnliche Entscheidung, sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Eine für ein Staatsoberhaupt beispiellose Maßnahme. 3 Tage lang lebte er zurückgezogen im Palast, während die Behörden die Beerdigung vorbereiteten. Sein Privatarzt war Berichten zufolge so besorgt über seinen psychischen Zustand, dass er dem Prinzen Beruhigungsmittel verschrieb, damit er schlafen konnte. Nur die Verantwortung gegenüber seinem Land und den verbliebenen Familienmitgliedern verhinderte einen völligen Zusammenbruch. Wie ein Palastinsider bemerkte, schien er auf Autopilot zu funktionieren, indem er die notwendigen Bewegungen ausführte, während er innerlich völlig zerrüttet war. Der Fürst, der sich einst durch sein Vertrauen und seine Autorität ausgezeichnet hatte, war nun unwiderruflich verändert. Seine unmittelbare Reaktion auf den Tod von Grace war ein Vorgeschmack auf die tiefe, anhaltende Trauer, die den Rest seiner Regierungszeit prägen sollte. Das Begräbnis von Prinzessin Grace, eine trauernde Nation. Am 18. September 1982 stand Monaco still, als sich das Fürstentum von seiner geliebten Fürstin Grace verabschiedete. 4 Tage nach ihrem tragischen Tod richtete der kleine Mittelmeerstaat ein Begräbnis aus, das nicht nur eine untröstliche Gemeinde, sondern die ganze Welt in seinen Bann zog. Die düstere Zeremonie in der Kathedrale unserer lieben Frau von der Unbefleckten Empfängnis, dem Ort, an dem Grace Kelly 26 Jahre zuvor in den Adelsstand erhoben worden war, wurde zu einem globalen Ereignis von immenser Bedeutung. Die Trauerfeier zog ein außergewöhnliches Fernsehpublikum von etwa 100 Millionen Zuschauern weltweit an, was die anhaltende internationale Anziehungskraft von Fürstin Grace unterstreicht. Trotz der kurzfristigen Ankündigung, Fürst Rainier hatte sich nur 4 Tage nach ihrem Tod für eine Beerdigung entschieden, versammelten sich rund 400 hochrangige Gäste in der Kathedrale. Die Zeremonie zog eine beeindruckende Anzahl von Königen und Würdenträgern an.
Königin Beatrix und Prinz Klaus von den Niederlanden, Großherzogin Josephine Charlotte von Luxemburg, König Michael und Königin Anne von Rumänien und Kaiserin Farah von Iran waren unter den königlichen Gästen. 3 besonders bemerkenswerte Frauen saßen in einem symbolischen Arrangement nebeneinander. Nancy Reagan, Vertreterin der Vereinigten Staaten und eine Freundin aus Graces Hollywood-Tagen. Danielle Mitterrand, Ehefrau des französischen Präsidenten. Und die junge Prinzessin Diana, die Königin Elizabeth II, vertrat. Obwohl die Bürger Monacos mit einer starken Präsenz Hollywoods gerechnet hatten, waren viele enttäuscht, da nur relativ wenige Filmstars anwesend waren. Cary Grant, Graces Co-Star aus Hitchcocks To Catch a Thief, gehörte zu den wenigen Vertretern aus ihrem früheren Leben als Filmikone 182. Während des 75-minütigen Gottesdienstes verkörperte Fürst Rainier tiefe Trauer. Der 59-jährige Fürst wirkte durch den Kummer körperlich verändert. Sein Haar war auffallend weiß, sein Gesicht vor Rührung verdickt. Am auffälligsten war seine Haltung. Er saß teilweise zusammengesunken, die Augen halb geschlossen. Der Kopf hing tief. An mehreren Stellen in der Zeremonie liefen ihm Tränen über die Wangen. Besonders bei Samuel Barbers ergreifendem Adagio for Strings 192 geriet die Fassung des Prinzen ins Wanken. Ein Beobachter beschrieb später, dass der Prinz eine der tiefsten, vollkommensten Traurigkeiten empfunden habe. Der Leichenzug hatte um 10,3 Uhr begonnen. Mit einem feierlichen Trompetenstoß. Der mit dem weißen Banner der Familie Grimaldi bedeckte Sarg von Grace wurde von 20 Mitgliedern einer örtlichen Bußgesellschaft getragen, die in weiße Gewänder mit schwarzen Umhängen mit rotem Rand gekleidet waren. Fürst Rainier führte den Trauerzug durch die Straßen vom Palast zur Kathedrale, eine Strecke von etwa 600 Metern. Nach der Totenmesse, bei der Bach Teile von Haydns 4. Symphonie und das besonders bewegende Barberstück 192 erklangen, wurde Prinzessin Grace in der Grimaldi-Familiengruft beigesetzt. Doch auch im Tod bewahrte der ehemalige Hollywood-Star ihre unverwechselbare Eleganz. Sie trug ein hochgeschlossenes weißes Spitzenkleid und lag auf einer Orchideendecke. Bei der Beerdigung fehlte vor allem Prinzessin Stephanie, das jüngste Kind von Grace und Rainier, das bei dem tödlichen Unfall im Auto gesessen hatte. Mit nur 17 Jahren blieb sie in der Princess Grace Poliklinik, wo sie sich noch immer von ihren Verletzungen erholt. Medizinischen Berichten zufolge hatte Stephanie eine Haarrissfraktur eines Wirbels erlitten, die das Tragen einer Halskrause erforderlich machte, 193. Abgesehen von ihren körperlichen Verletzungen stellten der Familie nahestehende Personen fest, dass sie mit erheblichen psychischen Problemen zu kämpfen hatte, die man keinem Kind wünschen würde, wozu zweifellos auch das Trauma gehörte, Zeuge des Unfalls ihrer Mutter geworden zu sein und nun deren Beerdigung zu verpassen. Fürst Rainier hatte ursprünglich eine private Beerdigungszeremonie für Fürstin Grace gewollt, musste aber schließlich einsehen, dass dies angesichts ihres weltweiten Ansehens unmöglich sein würde. Tatsächlich kam das Fürstentum zum Stillstand. Monte Carlos weltberühmte Casinos und üppige Nachtclubs blieben als Zeichen des Respekts geschlossen. Und die New York Times beschrieb die Einwohner als traurig und verwirrt. Leben ohne Gnade, Rainiers Leben nach ihrem Tod. Nachdem der düstere Trauerzug zu Ende gegangen war, kehrte Fürst Rainier in einen unheimlich stillen Palast zurück, der durch die Abwesenheit von Fürstin Graces Stimme, ihrem Lachen und ihrer steten Präsenz tiefgreifend verändert war. Der 58-jährige Monarch, der einst für seine dynamische Vision die Monaco in ein glamouröses Reiseziel verwandelte, gefeiert wurde, war nur noch ein Schatten seines früheren Selbst. Unmittelbar nach dem Tod seiner Frau zog sich Fürst Rainier fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Der einst so sichtbare Fürst sagte monatelang alle nicht unbedingt notwendigen Auftritte ab. Auch nach der Wiederaufnahme seiner Amtsgeschäfte reduzierte er seine öffentlichen Termine deutlich
und schickte oft Fürst Albert als seinen Vertreter zu Veranstaltungen, die zuvor seine Anwesenheit erfordert hätten. Das Personal des Palastes bemerkte, dass der Fürst immer mehr Zeit allein in seinem Büro verbrachte und manchmal für längere Zeit schweigend dasaß. Seine Privaträume, insbesondere die Zimmer von Grace, blieben weitgehend unangetastet und wurden zu einer Art Schrein für ihr Andenken. Infolgedessen gewöhnten sich die Bürger Monacos daran, ihr Oberhaupt seltener zu sehen, und ein langjähriger Einwohner bemerkte, Monaco hat 2 Verluste erlitten. Erst unsere Prinzessin, dann hat sich unser Fürst in Trauer zurückgezogen. Der Wandel in der Persönlichkeit von Fürst Rainier war bemerkenswert. Er, der früher für seine souveräne Präsenz und seinen entschlossenen Führungsstil bekannt war, wurde zurückhaltender und introspektiver. Das schnelle Lächeln, das seine öffentlichen Auftritte charakterisiert hatte, verschwand und wurde durch einen dauerhaft ernsten Ausdruck ersetzt. Auch sein Regierungsstil änderte sich. Während Fürst Rainier in den 1960er und 70er Jahren die Entwicklungsprojekte Monacos persönlich geleitet hatte, übertrug er von nun an mehr Verantwortung an seine Berater und Minister. Sein Arbeitsstil wurde methodischer und vorsichtiger, und wichtige Entscheidungen brauchten länger, um abgeschlossen zu werden. Dennoch führte Rainier sein Amt unbeirrt weiter. Die finanzielle Diversifizierung des Fürstentums schritt voran, wenn auch in einem langsameren Tempo. Beobachter bemerkten, dass er mehrere Jahre lang, wann immer er in offiziellen Zusammenhängen von Fürstin Grace sprach, sie im Präsens erwähnte, ein vielsagender Hinweis darauf, wie schwer es ihm fiel, ihre Abwesenheit zu akzeptieren. Während ihrer gesamten Erziehung hatten Prinzessin Caroline, Prinz Albert und Prinzessin Stephanie die ausgewogene Führung beider Eltern genossen, Graces fürsorgliche Wärme, die Rainiers strukturierte Disziplin ergänzte. In der Folgezeit wurde die Familiendynamik grundlegend umgestaltet. Fürstin Caroline übernahm die Rolle ihrer Mutter als faktische First Lady Monacos, begleitete ihren Vater zu offiziellen Anlässen und übernahm die Wohltätigkeitsstiftungen von Grace. Fürst Albert übernahm mehr Regierungsverantwortung und bereitete sich intensiver auf seine künftige Rolle als Herrscher vor. Die komplexeste Beziehung entwickelte sich zwischen Fürst Rainier und Fürstin Stephanie. Das Trauma, das sie teilten, sein Verlust einer Ehefrau, ihr Verlust einer Mutter, verstärkt durch ihre Anwesenheit während des Unfalls, schuf eine einzigartig schmerzhafte Bindung. Rainier kümmerte sich besonders um sein jüngstes Kind und unterstützte sie bei ihren verschiedenen Karriereschritten, während er sie gleichzeitig vor den Blicken der Öffentlichkeit schützte. Im Laufe der Jahre baute der leidgeprüfte Vater allmählich die Beziehung zu seinen Kindern wieder auf und fand schließlich Trost in ihrer Gesellschaft und in der wachsenden Zahl seiner Enkelkinder. Das Geständnis, was Fürst Rainier schließlich zugab. Während der Jahrzehnte nach dem tragischen Tod von Fürstin Grace hielt Fürst Rainier seine privaten Gedanken über seine Ehe und den Verlust streng unter Verschluss. Doch in seltenen Momenten der Offenheit, in der Regel gegen Ende seines Lebens, der Prinz offenbart Einblicke in seine anhaltenden Herzschmerz. Fürst Rainier bedauerte die Opfer, die Grace für die Monarchie gebracht hatte, zutiefst. Seine tiefsten Schuldgefühle rührten vielleicht von ihrer aufgegebenen Hollywood-Karriere her. Als Grace in das Königshaus einheiratete, hatte sie ihre blühende Filmkarriere aufgegeben. Eine Entscheidung, die sie später bedauerte. Wie viele wunderbare Rollen hätte ich jetzt spielen können? Soll sie gesagt haben, wie hätte mein Leben verlaufen können? Die Schuldgefühle des Prinzen verstärkten sich, nachdem er ihr die Möglichkeit verwehrt hatte, für Hitchcocks Film Marnie zur Schauspielerei zurückzukehren. Obwohl er ihr anfangs versicherte, ich werde dir nicht im Weg stehen, zwang der Druck des Palastes sie schließlich, die Millionen-Dollar-Rolle abzulehnen. Diese Entscheidung verkörperte die Einschränkungen des königlichen Lebens, die Grace manchmal das Gefühl gaben, gefangen zu sein. Abgesehen von ihrer Karriere erkannte Rainier die Isolation an, die Grace erlebte.
In einem offenen Interview gab er zu, ich glaube nicht, dass die Leute verstanden haben, wie schwer es für sie war, von ihrer Familie und ihren Freunden in Amerika abgeschnitten zu sein. Sie hatte lange Zeit großes Heimweh. Sein Geständnis verriet, dass er ihre Kämpfe besser verstand, als er zu Lebzeiten öffentlich zugab. In einer seiner definitivsten Äußerungen, während eines Interviews gegen Ende des Jahrhunderts, sprach Fürst Rainier ausdrücklich an, warum er nach Graces Tod unverheiratet blieb. Er hatte nie die Absicht, wieder zu heiraten, den Kindern zuliebe. Obwohl er gelegentlich mit anderen wie Fürstin Ira von Fürstenberg in Verbindung gebracht wurde, blieb er bei dieser Entscheidung standhaft. Vom Tod von Grace im Jahr 1982 bis zu seinem eigenen Tod im Jahr 2005, also 23 Jahre lang, blieb der Fürst Witwer. Aus dem Umfeld der königlichen Familie wurde immer wieder berichtet, dass Fürst Rainier sich nie von dem Verlust von Grace erholt und nie wieder geheiratet hat. Diese lebenslange Hingabe sprach Bände über seine anhaltende Liebe. Gegenüber Vertrauten äußerte Rainier, dass der Tod von Grace ihn grundlegend verändert habe. Sein Sohn Fürst Albert bestätigte dies und erklärte, dass sein Vater nicht mehr ganz derselbe Mann war wie vor dem Unfall. Freunde beobachteten den körperlichen Tribut seiner Trauer und bemerkten, dass er mehr als 100 Jahre alt aussah, so sehr wurde er von dem Druck, ohne sie weiterzumachen, aufgefressen. Die Tiefe seiner Liebe zeigte sich am deutlichsten in privaten Gesprächen. Ein Freund der Familie erzählte, dass Fürst Rainiers eigene Worte zum Zeitpunkt des Todes von Grace seine große Liebe zu ihr und seine tiefe Trauer zum Ausdruck brachten. Auch wenn Monaco unter seiner fortgesetzten Führung aufblühte, sahen enge Vertraute, dass hinter der monarchischen Fassade ein Mann in ständiger Trauer stand. Diese Hingabe gipfelte in seinem letzten Wunsch, neben Grace in der Grimaldi-Familiengruft begraben zu werden, endlich wieder mit der Frau vereint zu sein, deren Abwesenheit das letzte Viertel seines Lebens bestimmt hatte. Das Vermächtnis, das er in ihrem Namen bewahrt hat. Fürst Rainiers Hingabe an Grace Kelly ging weit über seine persönliche Trauer hinaus und manifestierte sich in greifbaren Ehrungen, die ihr Vermächtnis für zukünftige Generationen bewahrten. In den Jahren nach ihrem Tod kanalisierte er seine Trauer in die Schaffung dauerhafter Denkmäler zu ihrem Andenken, um sicherzustellen, dass ihr Einfluss auch in ihrer Abwesenheit fortbestehen würde. Die vielleicht bedeutendste Ehrung erfolgte 1982, als Fürst Rainier die Princess Grace Foundation USA als lebendiges Denkmal für die künstlerischen Leidenschaften seiner Frau gründete. Diese Organisation verkörperte Graces kontinuierliche Unterstützung für kämpfende Künstler und formalisierte das, was zuvor ihre private Unterstützung für aufstrebende Künstler gewesen war. Die Mission der Stiftung spiegelt Graces eigenen Weg von der erfolglosen Schauspielerin zum Hollywood-König wider. Prinz Albert erklärte, sie wusste, was junge Künstler durchmachen und welche Hoffnungen sie haben. Und dass sie manchmal nicht die Mittel haben, ihre Karriere fortzusetzen. Im Laufe ihres Bestehens hat die Stiftung landesweit mehr als 400 junge Künstler mit über $4 Millionen unterstützt. Präsident und Mrs. Reagan nahmen 1984 an der ersten Verleihung des Prinzessin Grace Preises teil, was das Prestige der Stiftung von Anfang an unterstrich. Außerdem schuf Rainier später den Prince Rainier III Award, um etablierte Künstler zu ehren, die herausragende Leistungen mit humanitären Beiträgen verbinden. Eine weitere, tiefgreifende Geste erfolgte 2016, als Prinz Albert das Haus von Grace in Philadelphia für $754.000 kaufte. Wir wollten nicht, dass es verschwindet oder von zukünftigen Besitzern in irgendeiner Weise verändert wird, erklärte Albert. Es ist ein wichtiger Teil unserer Familiengeschichte. Die Restaurierung erfolgte in mühevoller Kleinarbeit, wobei die Familienmitglieder alte Fotos sichteten, um das Aussehen des Hauses aus den 1930 Jahren wiederherzustellen. Rührenderweise hatten die neuen Eigentümer
eine Wäscheschranktür aufbewahrt, auf der die Körpergröße aller Kelly-Kinder aus ihrer Kindheit vermerkt war. Unter der Leitung von Rainier bewahrten zahlreiche öffentliche Einrichtungen das Andenken von Grace, das Princess Grace Hospital, das im September 1958 eröffnet wurde, ist ein Zeugnis für ihren humanitären Geist. Ebenso wichtig war, dass Rainier 1984 die Princess Grace Irish Library einweihte, um ihr irisches Erbe zu ehren. Für die Bürgerinnen und Bürger Monacos wurde der Rosengarten von Fürstin Grace zu einem der malerischsten Wahrzeichen des Fürstentums, zu einem lebendigen Tribut, der in Erinnerung an sie weiterblüht. Vor allem aber sorgte Rainier dafür, dass ihre karitativen Einrichtungen weitergeführt wurden, darunter die 1963 von ihr gegründete Amade, die sich weltweit für die Rechte der Kinder einsetzt. 40 Jahre nach ihrem Tod sagte Prinz Albert, sie fesselt immer noch die Fantasie der Menschen. Es ist nicht nur ihre Schönheit oder die Modeikone, die sie war, die die Menschen anzieht. Es war ihre Wärme, ihr Herz, die Menschlichkeit, die die Menschen in ihr sahen, an die sie sich erinnern. Die letzten Jahre ein Mann, der noch immer trauert. Als das Alter über den einst energischen Herrscher von Monaco hereinbrach, spiegelte der körperliche Verfall von Fürst Rainier Drayton die emotionale Last wider, die er seit dem Verlust von Prinzessin Grace trug. Mehr als 2 Jahrzehnte lang war der Fürst ein lebendes Zeugnis der Liebe. Sein Körper ließ allmählich nach, während seine Hingabe unerschütterlich blieb. Der silberhaarige Heraji kämpfte in seinen letzten Jahren mit anhaltenden gesundheitlichen Problemen. Nachdem er sich 1999 einer Herzoperation unterzogen hatte, musste Rainier im Jahr 2000 weitere Operationen über sich ergehen lassen, darunter die Entfernung eines Lungenknotens. Wiederkehrende Brustinfektionen quälten ihn und machten zahlreiche Krankenhausaufenthalte erforderlich. Am 7. März 2005 war sein Zustand so ernst geworden, dass er mit einer Brustinfektion in das Herz-Thorax-Zentrum von Monaco eingeliefert werden musste. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide. Die Ärzte bezeichneten seinen Zustand als besorgniserregend, da er unter Herz-, Nieren- und Atemproblemen litt. Innerhalb weniger Wochen wurde er auf die Intensivstation verlegt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Die Berichte des Palastes wurden immer düsterer. Seine Herz-, Atem- und Nierenfunktionen verschlechterten sich zunehmend. Vor seiner letzten Krankheit hatte sich Rainier nach und nach aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seinen letzten großen Auftritt hatte er im Januar 2005 beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo, das er 1976 persönlich ins Leben gerufen hatte. Als das Publikum seinen kranken Monarchen mit stehenden Ovationen begrüßte, war der Fürst sichtlich zu Tränen gerührt. Vielleicht ahnte er, dass dies sein letzter öffentlicher Moment sein könnte. Davor hatte er immer seltenere Auftritte, unter anderem bei Monacos wichtigstem gesellschaftlichen Ereignis, dem Rotkreuzball im August 2004. Am 6. April 2005 endete im Alter von 81 Jahren die lange Regentschaft von Fürst Rainier Drayton. Bei seiner Trauerfeier am 15. April erklang die gleiche Musik wie bei der Beerdigung von Fürstin Grace, Samuel Barbers ergreifendes Adagio für Streicher. Seine Kinder, Prinz Albert Zit, Prinzessin Caroline und Prinzessin Stephanie, kämpften sichtlich mit ihren Gefühlen, als sie sich von ihrem Vater verabschiedeten. Schließlich wurde Fürst Rainier auf seinen Wunsch hin in einer privaten abendlichen Zeremonie in der Familiengruft neben Fürstin Grace beigesetzt. Damit erfüllte sich sein letzter Wunsch, für immer neben der Frau zu ruhen, deren Abwesenheit das letzte Vierteljahrhundert seines Lebens bestimmt hatte. Und jetzt fragen wir Sie, war Grace Kelly eine Prinzessin, die ihren Traum lebte, oder eine Frau, die gezwungen ist, eine Rolle zu spielen, die die Welt verlangt? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit, und wenn Grace Kelly
Sie jemals inspiriert hat. Lassen Sie ein Herz für Ihr Andenken fallen. Vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und auf die Glocke zu tippen. Denn weitere unerzählte Geschichten, mächtige Vermächtnisse und verborgene Wahrheiten stehen vor der Tür.